Ihr habt eine Seite oder ein Inhaltselement in Typo 3 gelöscht und möchtet nicht jedes Mal eine Agentur anrufen. Das ist kein Problem in Typo 3. In Typo 3 könnt ihr selber Seiten oder halt auch Inhaltselemente wiederherstellen. Und genau das zeige ich euch heute in diesem Video. Willkommen zu 7 Bugs, Tech-Probleme verstehen und lösen. Mein Name ist Kai Schuster und hier seht ihr jetzt schon mal ein Typo 3-System. Auch wieder rudimentär aufgebaut, es ist nichts Besonderes, sind keine großen Seiten drin. Und jeder Redakteur kann Seiten und Inhaltselemente wiederherstellen. Dafür braucht ihr nur diesen Recycler. Wenn ihr den Recycler nicht seht, dann hat das was mit den Rechten zu tun. Oder die Agentur oder wer auch immer hat diesen Recycler nicht installiert. Der Recycler ist auch keine Third-Party-Extension, der ist standardmäßig, gibt es den für Typo 3. Also, wenn ihr den nicht seht, fragt bitte eure Agentur oder euren Admin, dass er euch dementsprechend die Rechte gibt, damit ihr den Recycler sehen könnt. Oder auch Mülleimer. Dann ist es so, wenn ihr jetzt eine Seite habt, ich gehe jetzt hier mal auf die About Us, da ist ein ganz normales Content-Element drauf, mit einem Text und einem Bild. Und wenn ich das jetzt lösche, ist dieses Element hier weg. Was auch erstmal okay ist, hoffe ich. Ihr sagt aber, nee, ich hätte das gerne doch mal wieder. Kein Problem, könnt ihr machen. Dafür gibt es diesen Mülleimer oder den Recycler. Und da gibt es jetzt verschiedene Einstellungen. Also, ihr könnt selber nach den Inhaltselementen suchen. Also, wenn ich jetzt hier zum Beispiel nach One suche, dann finde ich auch den One-Text-Content-Element. Ich kann hier das Level angeben, also wie weit er halt runtergehen soll. Wenn ich jetzt auf einer Oberseite bin, zum Beispiel jetzt hier auf Home, sehe ich das zum Beispiel nicht. Wenn ich jetzt aber hier in Level 1 auswähle, dann sehe ich auf jeden Fall Inhaltselemente oder auch Seiten oder auch andere Sachen, die gelöscht worden sind. Die sehe ich dann hier drin. So, und der Typ, da könnt ihr auswählen, so okay, was für einen Typen haben wir? Haben wir eine File-Reference, haben wir einen Page-Content, haben wir vielleicht eine Seite, was auch immer. Das heißt, hier kann man genau festlegen oder nochmal filtern, nach was ich genau suche. Euch muss nur klar sein, wenn ihr ein Inhaltselement löscht, wo ein Bild vorhanden war, müsst ihr dieses Bild bzw. diese File-Referenz auch wieder herstellen. Wenn ihr das nicht tut, ist diese Referenz nicht vorhanden. Das heißt, wenn ich jetzt hier hingehe, auf diesen Pfeil hier klicke, kann ich jetzt sagen, okay, stell mir das bitte wieder her. Ich gehe wieder zurück auf Seitenansicht und sehe, das Element ist da. Aber es ist kein Bild vorhanden. Es ist einfach weg. Immer noch nicht wiederhergestellt. Um das zu machen, kann man hier auch reingehen, auch wiederherstellen. Wie ihr gerade gesehen habt, man kann auch mehrere auswählen. Dann gibt es unten und oben dementsprechend auch einen Button, um die Elemente wiederherzustellen. Wenn ich das wiederherstelle und wieder auf Seite wechsle, ist dieses Bild auch dann vorhanden. Also direkt richtig zugeordnet. Wenn ich jetzt die Seite lösche, die Seite ist weg. Und wenn ich auf den Recycler gehe, zum Beispiel Home, habe ich jetzt hier Page. Da sehe ich jetzt nicht die einzelnen Content-Elemente drin, sondern ich sehe nur die Seite. Warum? Ja klar, weil ich ja nicht die einzelnen Content-Elemente gelöscht habe, sondern ich habe die komplette Seite gelöscht. Und in der Seite hängen auch die Content-Elemente drin. Das heißt, umso mehr Seiten ihr löscht, umso mehr Seiten ihr wieder neu erstellt, umso mehr Content-Elemente ihr löscht und so weiter, sind in der Datenbank weiterhin die ganzen Elemente vorhanden. Und das ist natürlich ein Problem, weil das müllt erstmal eure Datenbank ein bisschen zu. Das Backend könnte auch etwas langsamer werden, je nachdem, wie viele Datensätze gelöscht worden sind und wie viele Datensätze ihr natürlich drin habt. Aber ihr könnt jederzeit sehen, auch wenn man hier auf das i drückt, wer hat zum Beispiel die Seite erstellt und wer hat die Seite gelöscht oder auch das Content-Element. Und manchmal ist es ja auch so, dass man nicht weiß oder die Agentur wird gefragt, ja, der Seite ist weg, ja, wer hat die Seite gelöscht? Manchmal ist ja immer die Agentur schuld. In den meisten Fällen ist es aber nicht so der Fall. Aber unabhängig davon, wie gesagt, so kann man die Seiten auch wieder herstellen. Ich drücke hier drauf und bums, die Seite ist wieder da. Mit den ganzen Inhaltselementen. Oder auch nicht mit den Inhaltselementen. Gut, habe ich mich getäuscht. Die Inhaltselemente sind dann gelöscht. Die müssen dann auch nochmal manuell dann hergestellt werden. Dementsprechend hier drin Recover. Und dann sind sie wieder da. So, jetzt sind sie aber wieder da. Das war es eigentlich zu dem Recycler von Typo 3. Es gibt noch einen anderen Recycler für die Dateien, also unter Filelist. Das heißt, Dateien verschwinden auch nicht direkt in Typo 3. Wenn ihr da mehr wissen wollt, ich habe das hier oben nochmal verlinkt oder halt auch unten in der Videobeschreibung.
Schaut euch das gerne mal an, ist auch sehr, sehr interessant, weil Dateien gehen in Typo 3 auch nicht verloren, so wie manche halt immer gedacht haben, dass sie dann weg sind. Hier zu den Content-Elementen oder auch zu dem Recycler gibt es aber auch einen Scheduler. Das heißt, damit die Datenbank immer wieder aufgeräumt ist, kann man auch dafür Sorge tragen, dass automatisiert alte Seiten, alte Content-Elemente definitiv gelöscht sind. Dafür legt man einen neuen Scheduler-Task an. Das kann in der Regel nicht der Redakteur machen, das muss dann schon ein Administrator machen oder die Agentur. Und dann gibt es hier einen Recycler Remove Delete Records. Man gibt an, ab welchem Datum bzw. nach wie vielen Tagen soll die Datei wirklich gelöscht werden. Nach 30 Tagen, nach 300 Tagen oder nach 90 Tagen. Also ich finde 90 Tage reichen hier, 30 Tage reichen in der Regel auch. Und dann werden hier die Tabellen ausgewählt, die man gerne endgültig löschen möchte. Also es wäre dann zum Beispiel das File Reference, dann wäre es ein Page Content, Pages. Es kann auch sein, dass ihr andere Tabellen noch drin habt, wie News oder Power Mail oder wie auch immer. Und müsst ihr dann dementsprechend auswählen. Und diese Dateien, oder nicht Dateien, sondern diese Elemente in der Datenbank werden dann nach 90 Tagen endgültig gelöscht. Ihr müsst das dann hier noch einstellen, dass es halt wiederkehrt. Eine Frequenz angeben, Admins kennen das, wie das gemacht werden muss. Und dann speichern und dann werden die Dateien bzw. Content-Elemente gelöscht nach diesen 90 Tagen. Dann sind sie aber auch wirklich endgültig gelöscht, also dann kann man die, wenn, nur noch irgendwo auf dem Server-Backup wiederfinden, wenn es ein Server-Backup gibt, was über 90 Tage zurückreicht. Ansonsten sind sie wirklich weg. Dazu habe ich aber noch ein anderes Video gemacht, ich verlinke das auch mal hier oben in der Ecke, und zwar Datenschutz. Schaut euch das gerne mal an, wenn ihr Fragen zum Datenschutz habt, ist auch sehr, sehr interessant. Schreibt mir auch gerne in den Kommentaren, was ihr dazu sagt. Habt ihr schon mal den Fall gehabt, dass ihr wirklich, ich sag mal, Dateien gelöscht hattet oder auch nicht Dateien, sondern auch Content-Elemente und euch gesagt worden ist, nee, die sind dann weg, kann man nicht wiederherstellen? Kann ich mir nicht vorstellen, aber schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten lasst gerne ein Abo und ein Like da und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!